Nach den Reviews zu Asetek Invicta und Asetek Forte Peripherie ist es nun endlich soweit. Heute kommt es zum ausführlichen Test des Asetek Laprima Bundles. In meinem YouTube-Kanal werde ich mich um Einzeltests und auch Vergleichstests mit den Mitbewerbern kümmern. In diesem Review geht es heute um die Asetek Laprima Direct Drive Wheelbase 12 Nm und das Laprima Formula Steering Wheel. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Das Bundle wurde von Asetek zur Verfügung gestellt und ist für einen Langzeittest und den Betrieb in meinem SimRacing Testcenter vorgesehen. Ihr könnt das Asetek Portfolio und vieles mehr in meinem Testcenter selbst unter die Lupe nehmen. Buchen und besuchen heißt die Devise, alle Infos und das Kontaktformular findet ihr auf meiner Homepage. Es gibt für dieses Review keine Vorgaben, Auflagen oder Verpflichtungen und ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms der Anbieter, doch nun kann es losgehen. Beginnen wir mit einem Überblick. Vor etwa 2 Jahren hat Asetek die SimRacing-Bühne mit den hydraulischen Invicta-Pedalen betreten. Reviews dazu findet ihr in meinem Kanal und kurz darauf folgten die Forte-Pedale. Asetek ist globaler Marktführer in Sachen PC-Wasserkühlungslösungen und in nahezu jedem PC findet ihr Wasserkühlungssysteme vor, unter deren Haube Asetek-Technologie steckt. Mit dem Einstieg ins SimRacing-Geschäft und dem Betrieb eines eigenen GT3-Teams im echten Leben wird nun das weitere Portfolio rund um Wheelbases, Lenkräder und anderen Dingen ausgerollt. Mit dem Asetek Forte Wheelbase und Formula Wheel Review habe ich euch ein extrem ausführliches Video, das war schon fast ein Film, hochgeladen. Klickt bitte den Link oben rechts, falls ihr dieses Review versäumt habt, da ich mich heute mehrmals auf dieses Video beziehen werde. Kapitel Nummer 1: Preis und Bezug. Im Asetek Webshop könnt ihr Wheelbases und andere Peripherie separat ordern oder auch zu Bundle-Angeboten greifen. Beim Asetek Laprima Portfolio sind Stand heute ausschließlich Bundles mit Wheelbases und Lenkrad bzw. Pedalen erhältlich. In diesem Review stelle ich euch das Bundle Laprima Direct Drive Wheelbase 12 Nm und Laprima Formula Steering Wheel, so heißen diese Dinger, vor. Dieses Paket kostet derzeit 1058 € inklusive österreichischer Mehrwertsteuer von 20%. Alternativ sind Asetek-Produkte mittlerweile bei diversen Resellern rund um den Globus erhältlich. In Sachen weiterer Peripherie, wie beispielsweise die Montagemöglichkeiten an eurem Rig, verweise ich auf das eingangs erwähnte Asetek Forte Review von vor ein paar Monaten, dort habe ich alles genauestens gezeigt. Kapitel Nummer 2: Der Lieferumfang. Im Lieferumfang enthalten ist die Laprima 12 Nm Wheelbase, Stromkabel für UK, US und EU, eine On-Off-Buttonbox, ein Netzteil, das USB-C zu USB-A-Kabel und ein Sticker-Set. Die Ware kommt sauber verpackt in einer Retail-Verpackung samt Überkarton zu euch ins Haus geliefert. Gleiches gilt für das Laprima Formula Lenkrad.
Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 3, die Montage. Wie ihr euer Asetek-Paket an einem Rig montiert bekommt, das sehen wir uns am besten live und direkt an. Viel Spaß damit. Wie ihr die Asetek La Prima Wheelbase an euer Rig montiert bekommt, das ist gleich wie damals beim Asetek Invicta bzw. Forte Review. Ich zeige euch an diesem Beispiel jetzt nochmal hier diesen Bottom Mount. Das heißt, ihr könnt die La Prima Wheelbase, das seht ihr hier, mit dieser durchgehenden Platte verbinden. Die verschraubt ihr dann unterseitig, wie damals im Forte Review gezeigt. Und diese Bottomplate sozusagen, die verbindet ihr dann mit dem Rig. Da reichen 2 massive Schrauben M8 hier durch und ihr seid bombenfest unterwegs. Den Vorteil, den euch diese Bottomplate bietet, ist, dass ihr direkt diese Buttonbox, diesen Ein-Ausschalter direkt damit verbinden könnt und somit habt ihr den sauber ans Rig integriert. Die weiteren Möglichkeiten, die Asetek bietet, auch darüber haben wir gesprochen, ist eben dieser Front Mount. Es gibt auch einen Side Mount. Diese Möglichkeiten habt ihr, um mit dieser Base an euer Rig zu gehen. Wollt ihr keine optionalen Möglichkeiten hier ordern, könnt ihr klarerweise die La Prima Base auch direkt montieren, wie gezeigt. Unterseitig über diese entsprechenden Nuttensteine. Achtet nur darauf, das entsprechende Lochbild, das werdet ihr in euren Rigs verbohren müssen. Ihr habt, wie bereits erwähnt, keinen handelsüblichen Lochabstand. Kapitel Nummer 4, Kompatibilität der Hardware. In Sachen Hardware-Kompatibilität handelt es sich bei Asetek um ein System, welches mit den eigenen Asetek-Lenkrädern kompatibel ist. Zum Release ist das in diesem Review gezeigte Formula-Lenkrad verfügbar. Weitere Lenkräder, auch in unterschiedlichen Formfaktoren wie GT-Stil, sollen noch in diesem Jahr folgen. Drittanbieter-Lenkräder können mit dem optional erhältlichen Quick-Release-Adapter betrieben werden. Den rein mechanischen Forte Quick-Release-Adapter habe ich euch im Forte Review bereits vorgestellt. Mittlerweile gibt es einen Invicta Quick Release, der zusätzlich elektrische Signale übermittelt. Ein Review dazu wird es alsbald in meinem Kanal zu sehen geben. Lasst gerne ein Abo da, drückt die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Kapitel Nummer 5, die Kompatibilität von Plattform und Software. Das Asetek-Paket ist Stand August 2023 uneingeschränkt mit dem PC kompatibel, wenn der Spielesupport gegeben ist. An einem Konsolensupport arbeitet Asetek bereits. Ob und wann dieser angeboten werden kann, das entzieht sich meiner Kenntnis. In Sachen Software werden die gängigen Rennspiele unterstützt. Eine Auflistung findet ihr in der RaceHub Software. Über meine getesteten Anwendungen sprechen wir dann sehr ausführlich in ein paar Minuten. Kapitel Nummer 6, die Power. Die La Prima Wheelbase bringt laut Hersteller ein Spitzendrehmoment von 12 Nm an die Motorachse. Um das Kräfteverhältnis einzuordnen, liegt die La Prima Wheelbase damit im Bereich einer Logitech DD Pro Wheelbase mit 11 Nm, ein Thrustmaster T818 bietet 10 Nm, genauso wie eine Symagic Alpha Mini Wheelbase. Die Reviews dazu findet ihr in meinem Kanal. In Sachen Kräftevergleich spürbar darunter finden sich Moza R9 mit 9 Nm bzw. Fanatec CSL DD bzw. DD Pro mit dem Boost Kit und 8 Nm Drehmoment ein. Die direkten Vergleiche mit den Mitbewerbern werde ich euch in den nächsten Wochen bzw. Monaten in meinem Kanal hochladen. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 7, die Technik. Direct Drive Wheelbases wie die hier vorgestellte Asetek La Prima Wheelbase unterscheiden sich von herkömmlichen und meist günstigeren Wheelbases im Antrieb, bei denen der Antrieb über Zahnrad oder Kombinationen von Zahnrad und Riemenkonstruktionen ausgeführt ist. Bei Direct Drive Wheels sitzt das Lenkrad direkt auf der Motorachse, um die ganzen Telemetriedaten möglichst spiel- und latenzfrei übertragen zu können, so wie dies auch im echten Leben im realen Motorsport der Fall ist. Über die technischen Unterschiede haben wir des Öfteren in meinem Kanal gesprochen. Klickt in meinem Kanal auf Videos und holt die dazu passenden Reviews bei Bedarf nach. Die Kühlung aller Asetek Wheelbases erfolgt passiv und somit ohne Lüfter. Kapitel Nummer 8, die Technik, Abmessungen und die Ausstattung der La Prima Wheelbase. Alle technischen Details und Abmessungen sehen wir uns am besten wieder live und direkt an der Wheelbase an. Viel Spaß damit. In Sachen technischer Details, ich habe die Asetek La Prima Wheelbase jetzt mit diesem Bottom Mount verbunden, mit dieser Platte, wo ihr dann entsprechend hier eure Buttonbox bzw. die Ein-Ausschaltbox verbinden könnt. Und wenn ihr dieses Komplettpaket jetzt hier auf die Waage legt, da seid ihr bei 9,3 Kilogramm. Das heißt, auch ohne diese Buttonbox bzw. ohne diese Bottomplate hier habt ihr
im Prinzip dasselbe Gewicht jetzt wie mit einer EasyTech Forte Base, eine sehr schwere, eine sehr massive Base, die von den Außenabmessungen sich nicht von der Forte Base unterscheidet. Ich gebe euch jetzt nochmal kurz die wichtigsten Maße durch. Ihr habt eine kompakte Base mit einer Länge bis zum Quick Release von 260 inklusive Quick Release 290. Dann habt ihr so ein quadratisches Design von um die 140 mal 140 mm. Was gibt es jetzt noch zu bemerken auf den ersten Blick verglichen mit der EasyTech Invicta bzw. Forte? Ihr habt keine eingelassenen LED-Streifen. Und hier für euch ein ganz wichtiger Punkt, den ich in Sachen technischer Details erwähnen möchte. EasyTech wird ein modulares Design anbieten. Das heißt, du wirst diese La Prima Wheelbase, wenn du dies möchtest, zu einem späteren Zeitpunkt upgraden können. Was bedeutet dies? Du kannst aus einer La Prima Wheelbase eine Forte Wheelbase machen. Das wird so ein Upgrade-Kit sein. Was dieses kosten wird und wann dieses verfügbar sein wird, das weiß ich noch nicht, aber es wurde von EasyTech kommuniziert und bestätigt. Mit diesem Upgrade-Kit wirst du dann die Forte LED-Streifen hier einziehen können. Mit diesem Upgrade-Kit wirst du dann hier rückseitig den entsprechenden Hub und die Verbindungen nachrüsten können, gleich wie bei Forte. Und mit diesem Upgrade-Kit kannst du dann dieses Board, diese Elektronik hier rückseitig austauschen und bist dann mit einer Power von eben wie Forte 18 Newtonmeter maximal unterwegs. Ein sehr spannender Aspekt, den ich so bei keinem anderen Wheelbase-Hersteller bis dato gesehen habe. Was gibt es noch zu sagen bei den technischen Details? Gleicher Quick Release, Vollmetallbauweise, Spring-Loaded Pins für die entsprechende Signal- bzw. Stromübertragung. Ansonsten alles weitere hier bei der Wheelbase ebenso eine komplette Vollmetallbauweise mit Ausnahme dieser stirnseitigen Abdeckungen, die aus Kunststoff sind. Hier einen La Prima Schriftzug. Hier zeige ich euch jetzt nochmal die Verbindung mit dieser Bottomplate, die ihr zum Preis von, ich glaube, um die 90, 100 Euro erwerben könnt. Das könnt ihr hier sehen. Umseitig hier auf der Rückseite, hier mit 4 Schrauben verbunden. Ich drehe dieses Ding mal um. Das heißt, ihr könnt hier noch nach vorne, nach hinten sliden, seid hier variabel unterwegs. Oder ihr lasst diese Bottomplate weg, im Originalzustand, wie gesagt, nicht dabei, ist ein optionales Zubehör. Dann verschraubt ihr die Base über diese hier eingelassenen Nutensteine direkt mit eurem Rig und seid ready to go. Sehen wir uns diese Base jetzt nochmal rückseitig an. Was wurde noch abgespeckt? Ihr seht diese Blenden in Sachen Peripherals, das heißt dieser USB-Hub, den ihr bei Invicta oder Forte verbaut habt, der entfällt bei der EasyTech La Prima Base. Ihr seht beim Switch unten, da habt ihr lediglich einen Switch für On-Off. Der Torque-Anschluss, das ist eine Blende drüber, der ist nicht dabei. Und dann den üblichen USB-C-Port bzw. den Anschluss für ein Netzteil. EasyTech hat hier bei der La Prima Base ein 180 Watt Netzteil beigepackt. Kapitel Nummer 9, Technik, Abmessungen, Ausstattung des La Prima Formula Wheels. Auch hier sehen wir am besten wieder live rein. Das EasyTech La Prima Lenkrad bringt 1440 Gramm auf die Waage. Vom Formfaktor absolut keine Unterschiede und vom Layout verglichen mit dem Forte Formula Wheel. Wir haben den Lenkraddurchmesser, ich glaube, da waren wir bei um die 290 mm, ganz genau. Ihr habt eine Bauhöhe von 105 ungefähr auf 170. Eine Bautiefe des Lenkrads, da sind wir bei um die 90 mm und die Encoder tragen mit 25 mm etwa auf. Was fällt euch auf, verglichen mit dem Forte Formula Wheel? Bei La Prima, dem Preis geschuldet, etwas abgespeckt. Gleich geblieben ist hier oberseitig dieses Drehzahlband. Ihr habt nach wie vor diese mittigen Encoder am Start, 7 Wegeswitches, hier einen Thumb-Encoder. Entfallen, das seht ihr über diese Blenden, sind diese Thumb-Encoder und hier unterseitig. Und bei Forte Formula habt ihr oben noch einen Toggle-Switch. Weiters bei Forte Formula Wheel habt ihr eine sehr üppige LED-Beleuchtung. Hier neben jedem Button eine kleine LED eingelassen. Bei La Prima in Sachen LED-Ausstattung hier das Drehzahlband und rund um die Encoder diese LED-Beleuchtung, die ist geblieben. Von den Grips, von der Bauweise keine Unterschiede. Ihr habt hier diese Rubber Grips aufgezogen und
Ihr seht noch einen Unterschied frontseitig. Seht ihr hier keine Carbonplatte eingelassen, sondern hier dieses glatte Design. Gleich das Innenleben mit einer durchgehenden Metallplatte, die diese Massivität dieses Lenkrads bereitstellt. Ihr habt demzufolge auch exchangeable, das heißt austauschbare Grips mit 1, 2 und 3 Schrauben könnt ihr diese tauschen und in Zukunft durch alternative Grips mit etwas größerem Durchmesser oder anderen Bezügen hier am EasyTech La Prima Wheel montieren. Rückseitig betrachtet, ihr habt die gewohnten Shifter, die unterscheiden sich nicht von Forte, Up- und Downshift und der entsprechende Vollmetall Quick Release, hier mit diesem einfachen Klemmsystem in einer Sekunde angebracht und wieder runtergenommen von der Base. Ihr seht jetzt hier noch die Kontaktflächen, die Spring-Loaded Pins hier der La Prima Wheelbase, die bilden hier den Kontakt zum Lenkrad für die entsprechende Signal- oder Stromübertragung. In Sachen Geräuschkulisse eine absolut ruhige Schaltmechanik, die ist gedämpft. Das heißt, ihr könnt hier in absolut ruhigen Wohnräumen, hellhörigen Wohnungen unterwegs sein. Ich halte mal kurz die Klappe. Da seid ihr bei um die 68 Dezibel aus unmittelbarer Entfernung. Das ist die leiseste Schaltmechanik, auch wie beispielsweise bei Fanatec Advanced Pedal Module. Und hier werdet ihr absolut keine Geräuschemissionen wahrnehmen können. In Sachen Feedback der Buttons, ihr habt sehr kurzes Button-Feedback, das ist knackig und das ist sehr klar. Und auch hier unterscheidet sich dieses Lenkrad nicht vom Forte Formula Wheel. Da sind wir bei Auslösekräften von um die 750 Gramm. Rückseitig in Sachen Schaltmechaniken mittelmäßiges Auslösefeedback in Sachen Power. Da sind wir bei 1,2, 1,3 Kilogramm Auslösefeedback dieser Schaltmechanik. Die kommt mir relativ knackig bei diesem Wheel vor. Das ist vielleicht jetzt eine subjektive Empfindung, aber in meinen Augen sehr gleich, sehr ähnlich verglichen mit dem Forte Lenkrad, da eben dieselbe Schaltmechanik verbaut wurde. Kapitel Nummer 10, Material, Haptik und die Verarbeitung. Das Gehäuse der Wheelbase und der komplette Quick Release bestehen aus Metall und werden stirnseitig mit Kunststoffgehäuseteilen abgeschlossen. Haptisch fühlt sich alles sehr sauber und sehr massiv an. Der Quick Release der Wheelbase ist wie bereits erwähnt aus Metall ausgeführt und fühlt sich ebenso massiv und für so eine kompakte Wheelbase sehr wuchtig an. Die Stecker rasten ordentlich in den Buchsen ein. Die La Prima Wheelbase fühlt sich schwer an, wenn man diese in Händen hält. Beim Lenkrad bekommt man einen Materialmix bestehend aus Kunststoff und im Innenleben eine Metallplatte zum Einsatz. Die Grips sind mit Kunststoff überzogen und fühlen sich griffig an. Die Buttonplate besteht aus zweckmäßigem Kunststoff, gleich wie die Schaltmechanik. Die Buttons rasten knackig ein und haben einen eher kurzen Betätigungsweg. Das Einrastfeedback der Drehschalter ist sehr klar und sehr spielfrei. Die Thumb-Encoder fühlen sich leichtgängig an. In Sachen Erreichbarkeit der Buttons, ihr seht ergonomisch wunderbar erreichbar, 1, 2, 3, 4 Buttons, der entsprechende Thumb-Encoder und auch unterseitig diese beiden Buttons gut erreichbar, ohne die Grips jetzt vom Lenkrad lösen zu müssen. 7 Wegeswitches, links, rechts drehen, drücken, up, down, links und rechts und die entsprechenden Encoder hier mittig. Die rasten sauber, die rasten sehr exakt ein. Das Thumb Encoder Feedback ist hier mittelmäßig leicht. Die Rasterung rastet mittelmäßig ein, in meinen Augen ein guter Kompromiss. Von der Schaltmechanik, ihr habt ein relativ klares Feedback, obwohl dies keine Vollmetallbauweise ist. Und dafür im Gegensatz sehr geräuschgedämmt. Ihr werdet hier absolut keine Geräuschemissionen, keine Probleme im Rennbetrieb haben. Die Grips, die fühlen sich gut an. Ihr habt hier oberseitig mit dem Daumen genug Platz, hier unterseitig für eure 3 Finger. Ist ein angenehmer, ein guter ergonomischer Grip. Das seht ihr hier auch entsprechend ergonomisch ausgeformt, um euren Daumen hier wunderbar positionieren zu können. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 11, die Akustik. Es dringen keine störenden metallischen Geräusche oder ein Klackern aus der Wheelbase nach außen. Damit ist die Wheelbase absolut wohnzimmertauglich, auch wenn jemand neben dir in Ruhe Fernseh gucken will. Gleiches gilt für den Quick Release, welcher durch die Massivität und Spielfreiheit keinerlei Geräusche, kein Klackern, kein Knarzen von sich gibt. Die Schaltmechanik ist sehr zurückhaltend, was die Geräuschkulisse angeht und damit ebenso in hellhörigen Wohnungen
überhaupt kein Problem. Gehen wir an dieser Stelle auf die Geräuschkulisse ein und ich zeige euch kurz, was ihr hört. Und zwar in dem Fall, dass ihr eben nichts hört. Ihr habt ein absolut geräuschloses Paket hier am Start. Ich nehme jetzt mal den Spielesound weg. Hört mal rein. Ich fahre hier mal über die Curbs. Mein Mic hängt direkt hier an mir, 50 cm Entfernung. Der Shifter sehr gedämpft, absolut leise. ABS. Hört ihr hier ein leichtes Vibrieren vom Force Feedback. Aber ich gehe mal so weit, dass du mit diesem Setup in einem Schlafzimmer fahren kannst und neben dir kann wer in Ruhe seine Nachtruhe genießen sozusagen. Und ich bin jetzt hier mit sehr rauen Settings unterwegs. Auch das gilt es zu bemerken. Ihr habt kein Schlagen, kein Klackern, kein Knarzen. Ihr habt gut gedämpfte Shifter in Sachen Geräuschkulisse. Ja, und wenn ihr jetzt hier mit Kopfhörer euren Spielesound genießen wollt, habt ihr hier ein lautloses Paket für euren Wohnraum, für hellhörige Wohnungen, beziehungsweise wenn eure Freundin neben euch in Ruhe Fernseh gucken oder schlafen möchte, absolut kein Problem. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 12, ein subjektives Kapitel, die Optik. Die in schwarz gehaltene Wheelbase wirkt mit dem Rippendesign sehr dezent und gleichzeitig sportlich. Der Quick Release ist sehr elegant in das Wheelbase-Design integriert. Mit den vorgestellten Rig-Halterungen lässt sich die Buttonbox sehr aufgeräumt und optisch ansprechend integrieren. Auf LEDs wird bei der La Prima Wheelbase gänzlich verzichtet. Beim Lenkrad wird die Beleuchtung verglichen mit dem Forte Wheel aufs Nötigste abgespeckt. Wenn man die Beleuchtung überhaupt nicht nutzen will, dann schaltet man die einfach über die Software ab. Das Lenkrad kommt in der üblichen Formula-Optik daher und wirkt optisch gesehen sehr üppig ausgestattet. Das LED-Drehzahlband ist breit über das Lenkrad verbaut und umfangreich anpassbar. Gleiches gilt für das Farbschema und die in Zukunft erscheinenden austauschbaren Grips. Nächster Punkt, die Software. An dieser Stelle verweise ich wieder auf das damalige Forte Review. Bitte nutzt die Timestamps, um dies bei Interesse nachzuholen. Hierbei gibt es keine Unterschiede verglichen mit der Handhabung der La Prima Base. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 14, Drittanbieter Lenkräder. Asetek hat die Offenheit gegenüber Drittanbietern bereits auf der letztjährigen SimRacing Expo kommuniziert. Ich habe mit Asetek CEO André darüber gesprochen und mittlerweile wurden Kompatibilitäten mit Cube Controls und vielen anderen Herstellern bestätigt. Gebt mir bitte hierzu noch Zeit, aber in Zukunft wird es dahingehend einiges in meinem Kanal zu berichten geben. Und so kommen wir zu unserem Hauptkapitel Nummer 15, der Rennstreckentest. Wie gewohnt springen wir wieder live ins Rig. Viel Spaß damit. Im heutigen Rennstreckentest sind wir unterwegs mit Assetto Corsa Competizione GT3 auf Brands Hatch. Wir sind auf einem ProSim Rig, PSR 1 Rig, Triple Monitor Setup, 32 Zoll Monitore, 240 Hertz AOC. Was gibt es noch zu sagen? Hier auf der rechten Seite der Vollständigkeit halber ein Thrustmaster TSS Shifter und die eben kürzlich reviewte SimLab Handbrake. Asetek Forte Pedale heute im Einsatz und klarerweise die La Prima Wheelbase und das La Prima Formula Lenkrad. Zu den Settings, ich bin von den Default Settings etwas in die rauere Richtung gegangen, so wie ich dies persönlich sehr präferiere. Ansonsten Force Feedback lasse ich zu auf maximal 12 Newtonmeter und drehe bei Bedarf in-game runter. Und die Slew Rate auf maximal raufgestellt. Was fällt mir auf den ersten Metern mit der Asetek La Prima Wheelbase auf? Und an dieser Stelle könnten wir dieses Review bereits wieder beenden, weil ich keine Unterschiede merke zu meinen Invicta oder Asetek Forte Testrunden. Das ist an dieser Stelle ein super Kompliment. Klarerweise, Asetek hält sein Versprechen. Im Innenleben der Base wird an nichts gespart. Selber 22-Bit-Encoder, selbes Force-Feedback-Verhalten. Hier wird nichts im Innenleben abgespeckt, dass jetzt die Force-Feedback-Transparenz, das Force-Feedback-Verhalten mindern würde. Und das bedeutet jetzt auf der Rennstrecke wiederum eine perfekte, sehr ausgewogene Performance. Nicht zu extrem rau,
nicht zu extrem nervös, nicht zu stark gedämpft. Das ist so eine goldene Mitte, die sich Asetek hier rausgesucht hat, in der sich Asetek mittlerweile positioniert. Ja, jetzt werdet ihr mich fragen, ja, welche Unterschiede gibt es denn dann zur Forte bzw. Invicta Wheelbase überhaupt noch in Sachen Force Feedback bzw. Performance? Das ist klarerweise das maximale Drehmoment. Forte Wheelbase bis 18 Newtonmeter, die Invicta bis 27. Hier sind wir mit 12 Newtonmeter limitiert und einen Unterschied gibt es dann auch noch, die Slew Rate, das ist die Beschleunigungsrate. Das heißt, wie schnell sich dieses Force Feedback aufbaut. Bei einer Asetek Invicta Base 9,4 Newtonmeter pro Millisekunde, das heißt, jede Millisekunde kann sich das Force Feedback von 0 eben plus 9,4 Newtonmeter zulegen, sprich in 3 Millisekunden etwa kann eine Invicta Wheelbase von 0 bis 27 Newtonmeter hochknallen. Das ist bei Asetek Forte, glaube ich, im Bereich 8, irgendwas, soweit ich mich noch erinnern kann. Und das liegt hier bei der Asetek La Prima Wheelbase bei 4 Newtonmeter pro Millisekunde. Sprich auch hier mal 3 multipliziert in 3 Millisekunden auf Vollanschlag der 12 Newtonmeter. Jetzt werdet ihr mich fragen, spüre ich auf der Rennstrecke diesbezüglich irgendeinen Unterschied? Und ich kann euch sagen, ich spüre absolut keinen in Sachen Slew Rate, weil das, was sich hier aufbaut in Sachen Force Feedback, dermaßen schnell kommt, dermaßen direkt kommt, dass ich hier, wie bereits erwähnt, absolut keine Unterschiede vernehmen kann in Sachen Slew Rate verglichen mit La Prima, Forte oder der Invicta Wheelbase. Welche Unterschiede ich vernehmen kann, ist klarerweise in Sachen Force Feedback Power. Nur hier müssen wir die Kirche im Dorf lassen. Hier wählt Asetek mit der La Prima in meinen Augen den Sweet Spot. Eine Asetek Invicta mit 27 Newtonmeter Wheelbase ist was für die absoluten Hardcore-Enthusiasten, die den brutalen Kartsport mit harten Schlägen am Lenkrad über 20 Newtonmeter in der Echtheit simulieren wollen. Die Asetek Forte Wheelbase, auch ein Paket, das am oberen Ende der nutzbaren Force Feedback Power angesiedelt ist, und La Prima setzt sich mit 12 Newtonmeter genauso in den Sweet Spot, in so eine Mitte, die für viele von euch bei Weitem das Auslangen finden. So jetzt meine Einschätzung. Das heißt, auch mit größeren Lenkrädern, wenn es die mal bei Asetek direkt zu erwerben gibt, größere GT-Lenkräder, beispielsweise mit 32, 33 cm Durchmesser und einem größeren Hebel, zur Lenkradachse werdet ihr noch einiges an Power am Rim übrig haben. Jetzt mit diesem kompakten Formula Wheel, da seht ihr, bin ich jetzt für meine Long Stints, ich gucke euch da jetzt noch mal rein, da habe ich mir hier auf diesen Farm-Encoder mein Force Feedback draufgesetzt und bin hier jetzt mit ungefähr 75% der Power unterwegs, sprich im Bereich von 9, 10 Newtonmeter, die ich jetzt aktiv hier im Moment mit dieser Asetek La Prima Wheelbase nutze. Das ist ein sehr kräftiges Force Feedback. Wir sprechen von den maximal 12 Newtonmetern Holding Torque, das ist 12 Newtonmeter, die die Asetek La Prima auch in einer ewig langgezogenen Kurve eben hält und hier nicht runter reduziert. Ja, das ist genau das, was eben auf der Rennstrecke dann für euch in Sachen Power ankommt. Wenn ich jetzt hier hochregle über den Farm-Encoder, ich mache das jetzt mal schnell auf die vollen 12 Newtonmeter, Force Feedback Multiplier 1,0, im Treiber Maximum, und dann habe ich hier ein super kräftiges Force Feedback am Start. Das könnt ihr, ich weiß nicht, ob ihr so weit mit der Kamera rüber seht, hier geht es kurz ins Clipping mal. Das heißt, ihr habt eine wirklich kräftige Wheelbase hier am Start, wo ich mich wirklich jetzt schon konzentrieren muss, etwas fester zupacken, um dieses Ding gut im Griff zu haben. Das heißt, in meinen Augen, ich würde mal sagen, für mindestens 90% der Anwender wird diese Power genügen. Das ist so ein Punkt, wo sich eine Wheelbase ab 10 Newtonmeter in meinen Augen im sicheren Bereich bewegt.
Alles darunter 9, 8 Newtonmeter, das kann dir zu wenig an Power sein und du wirst immer das Gefühl haben, upgraden zu wollen. Gerade mit größeren Lenkraddurchmessern bzw. schwereren Lenkrädern. Also hier nochmal wiederholt, EasyTech La Prima in Sachen Power auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Gehen wir kurz zurück jetzt zum Lenkrad. Wie fühlt sich das Lenkrad an? Und auch hier ist der Vergleich eigentlich gleich wieder beendet, denn das, was ich hier in der Hand habe, fühlt sich gleich an wie das EasyTech Forte Lenkrad. Bockhart, bockstabil, du spürst, dass hier unter dieser Konstruktion eine dicke Metallplatte durchgehend eingezogen wurde. Das ist natürlich auch notwendig, wenn du dann Exchangeable Grips, das heißt austauschbare Grips anbieten willst, so wie das EasyTech macht. Das ist notwendig, denn in vielen Lenkradmodellen werden die Grips als zusätzliche Stabilität nötig sein und EasyTech wiederum durch den Einsatz einer hochmassiven Metallplatte hier im Innenleben kann dir austauschbare Grips anbieten, da die Grips jetzt nicht zur Stabilität des kompletten Lenkrads beitragen. Du hast ein bockstabiles Setup hier am Start, hier kannst du rumbiegen, rumwackeln, wie du willst, du wirst kein Knarzen, du wirst kein Klackern spüren, hören. Ja, eben gleich wie beim Forte Formula Lenkrad bzw. beim Forte Review von vor ein paar Monaten. Ihr habt hier das gleiche in Sachen Qualität am Start. Wie bereits erwähnt, in abgespeckter Form. Du hast nur mehr die nötigsten Dinge hier am Wheel, das entsprechende Drehzahlband, abgespeckt die LED-Beleuchtung, keine Carbon-Frontplatte, sondern ein in meinen Augen genauso gleich gut aussehendes Design. Das ist immer Geschmackssache. Du hast hier etwas gespart in Sachen Encoder, in Sachen dieser Switches, in Sachen LED-Beleuchtung hier bei jedem Button. Das heißt, EasyTech hat hier eben den Preis runtergedrückt, aber in Sachen Rennstrecken-Performance gibt es hier absolut keine Unterschiede zum teureren Forte Formula Wheel. Ja, zurück nochmal zur Force Feedback Performance. Wie bereits erwähnt, auf den ersten Testmetern für mich sofort spürbar. Gleiches Force Feedback Verhalten, gleiche Qualität wie EasyTech Forte, EasyTech Invicta. Hier ein großes Lob, dass EasyTech nicht den Sparstift da angesetzt hat, wo es für uns Simracing-Enthusiasten am wichtigsten ist, und zwar eben bei der Rennstrecken-Performance. Ich habe diverse andere Anwendungen, gleich wie beim EasyTech Forte und Invicta Wheelbase Review getestet. All dies funktioniert gleichermaßen. In Sachen Software haben wir darüber gesprochen, auch hier alles gleich. Was bedeutet diese Performance jetzt für euch im Rennstreckentest? Ihr habt ein extrem schnell sich aufbauendes Force Feedback. Eben wie bereits erwähnt, auch mit dieser Slew Rate, die etwas reduzierter verglichen mit Invicta oder Forte ist. Das heißt, dein Drehmoment baut sich extrem schnell auf. Wenn du auf einer Geraden fährst und jetzt, wie ihr hier sehen könnt, auf eine Kurve zu, hier hart anbremsen und beim Einlenken habt ihr sofort den maximalen Peak deines Drehmoments. Das heißt, das baut sich extrem schnell auf. Was ist noch verspürbar? Du gehst etwas zu früh ans Gas, provozierst so ein Übersteuern. Das ist wunderbar korrigierbar. Dadurch, dass diese Base das Drehmoment sehr schnell auf bzw. auch abbaut. Ich nehme jetzt hier mal die Traction Control etwas raus, gehe jetzt absichtlich zu früh ans Gas und da könnt ihr sehen, wie schnell, wie gut sich dieser vermeintliche Dreher abfängen lässt. Es ist wichtig, dass eine Base eben entsprechend schnell das wieder gibt, was sich hier auf der Strecke abspielt. Beim Untersteuern, das heißt beim Schieben über die Vorderräder, auch wunderbar spürbar, wie das Torque, das Drehmoment hier nachlässt und dir signalisiert, hey, du hast einen Gripverlust, etwas runter vom Gas und guck, dass du wieder Grip an deine Räder bekommst, an deine Reifen. Hier nochmal Übersteuern provoziert etwas zu früh ans Gas und ihr seht, wie einfach sich dies abfängen lässt, wenn du jetzt mit der Traktionskontrolle am Limit unterwegs bist. Ja, was gibt es noch zu spüren? Die üblichen Tests bei mir in Spa, hier wunderbar fein über die Curbs an der Seite. Dann habt ihr links diese eingelassenen Regengitter
hier an der Seite oder hier rechts, da spürt ihr einen wunderbaren Übergang von diesem feinen Effekt oder den rauen Curbs. Hier das Regengitter wieder beim Überfahren, das spürt ihr super raus. Ich finde, dass seit den Forte-Tests in Sachen Software nochmal etwas weitergegangen ist, dass das Force-Feedback etwas verfeinert wurde, nochmal etwas klarer, nochmal etwas differenzierter. Das fühlt sich extrem präzise an und in meinen Augen ist dies jetzt in der Top-Liga gelandet im Bereich von SimUcube. Auch SimMagic bietet für mich ein hervorragendes Force-Feedback. Camus ebenso sehr gut unterwegs in Sachen Force-Feedback Performance. Und hier nehmen sich beide Anbieter nicht viel. Ich habe viele Leute in meinem Testcenter, viele von euch haben diverse Wheelbases schon getestet, Fanatec, EasyTech, SimUcube, SimMagic, alles was ich hier im Haus habe. Und auch die geben mir das Feedback, hier spielt EasyTech in der absoluten Oberliga mit. Beziehungsweise gibt es hier kaum beziehungsweise nur mehr marginal Unterschiede rauszulesen, die dann immer auch geschmacksabhängig sind. Über das, was wir nicht diskutieren müssen, ist der bereits angesprochene Quick Release, wo EasyTech sich die Krone geholt hat, aller Wheelbase-Anbieter am Markt. Du hast nichts mit irgendwelchen Pins, nichts mit irgendwelchen Überwurfmuttern, die du festziehen musst. Du hast keine Rumfrickelei, ein Hebel, du klickst dieses Ding auf und das sitzt hier bombenfest. Und gleichzeitig hast du auch hier über die Spring-Loaded Pins die ganze Stromübertragung. Und das ist einfach vorbildlich perfekt gelöst in meinen Augen. Ja, so viel jetzt nochmal zu den Erfahrungen jetzt hier direkt im Rennstreckenbetrieb. Und nun beenden wir jetzt dieses Rennen. Ich habe hier noch ein paar Minuten zu drehen. Werde schauen, dass ich jetzt etwas nach vorne komme. Und ich melde mich dann in Kürze wieder bei euch. Zurück vom Rig kommen wir auf die Zielgerade. Negative, neutrale, positive Aspekte sowie das Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 16, die Nachteile. Ein Nachteil ist das zum Direct Drive Wheelbase Release der La Prima immer noch sehr überschaubare Ökosystem und der Stand August 2023 immer noch fehlende Konsolensupport. Zum Start von La Prima ist lediglich ein Formula La Prima bzw. Forte Lenkrad aus dem eigenen Hause erhältlich, welches sich ausschließlich für Rennklassen Formula, teilweise GT und allgemeine Klassen eignet. Willst du mit Rallye oder Drift loslegen, heißt es erstmal Geduld haben, bis es entsprechende Lenkräder aus dem eigenen Hause mit passenden Formfaktoren gibt. Hier heißt es dann für dich, zu Drittanbieter-Lenkrädern zu greifen. Zweiter Negativaspekt ist der Nutabstand an der Unterseite der Base. Um die Wheelbase direkt an einen Rig montieren zu können, müssen Löcher gebohrt werden. Hierbei wäre ein von den Mitbewerbern gängiger Abstand in Sachen Nutzerfreundlichkeit in meinen Augen die bessere, einfache Lösung gewesen. Damit die EasyTech Wheelbases gleich out of box direkt an die gängigen Rigs geschraubt werden können, ohne die Bohrmaschine und Lochschablone einsetzen zu müssen. Und letzter negativer Aspekt ist der Ansatz, dass EasyTech La Prima zum Start ausschließlich als Bundle angeboten wird. Dies hinterlässt in meinen Augen einen etwas komischen Beigeschmack, da EasyTech bis dato sehr modular, sehr offen und sehr unkompliziert sogar in Bezug auf Drittanbieter aufgetreten ist. Und an dieser Stelle ist der Bundlezwang der falsche Ansatz, zumindest in meinen Augen. Ich hoffe, dass La Prima alsbald entbundelt wird. Kapitel Nummer 17, neutrale Aspekte. Die Haptik beim La Prima Wheel beurteile ich als neutral okay. Die Oberflächen und Buttons aus Verbundkunststoff hinterlassen ein solides haptisches Gefühl, nicht mehr und nicht weniger. Die Druckpunkte der Buttons sind ebenso als neutral zu beurteilen, genauso wie das Betätigungsfeedback der Schaltmechanik und der Thumb-Encoder. Die Haptik der Rubbergriffflächen geht für mich als neutral durch. Hier würde ich mir haptisch edlere Alternativen wie Alcantara oder Ledergrips wünschen. Da die Grips austauschbar sind, hoffe ich auf baldige Upgrade-Möglichkeiten, um das haptische Erlebnis auch für Nicht-Handschuh-Anwender sowie für mich zu verbessern. Kapitel Nummer 18, positive Aspekte. EasyTech vereint mit dem Quick Release das Beste aller Welten in Sachen spielfreier Verbindung, elektronischer Anbindung und Nutzerfreundlichkeit,
die sich im einfachsten Lenkradtausch aller meiner bisher getesteten Systeme ohne irgendwelche Pins und so weiter, Überwurfmuttern oder was es alles gibt, niederschlägt. Die im Lieferumfang beigepackte Buttonbox für On-Off ist hilfreich, der Torque-Off-Button fehlt bei La Prima mit 12 Newtonmeter Drehmoment nicht. Das La Prima Lenkrad wird verglichen mit dem Forte Wheel auf das Wesentliche reduziert, bleibt aber immer noch gut und üppig ausgestattet. Das Lenkrad überrascht trotz Kunststoffverbundweise mit einer extrem hohen Stabilität. Die durchgehende Metallplatte im Innenleben ist dafür verantwortlich. Dies resultiert dann in einem absolut verwindungsfreien und knarzfreien Betrieb des La Prima Formula Wheels. Ein weiterer Pluspunkt sind die austauschbaren Grips, die in Zukunft Anpassungsmöglichkeiten der Griffflächen in Sachen Größe, Materialien, Durchmesser oder farbliche Akzente bieten. Stand heute weiß ich aber immer noch nicht, was wir diesbezüglich von Asetek wann geboten bekommen, aber ich denke, dass dieses Feature entsprechend umgesetzt wird. Nächster positiver Aspekt, eine hohe Spielekompatibilität gleich zu Release, der einfache Umgang mit der RaceHub-Software und ein über alle meine Testrunden problemloser und absturzfreier Betrieb können als weitere Pluspunkte notiert werden. Es war von Beginn an auch bei La Prima wieder das Gefühl, ein Plug-and-Play-Produkt im Einsatz zu haben und dies setzt sich auch über die letzten Wochen fort. Die für uns wohl wichtigste Kategorie ist die Rennstrecken-Performance. Und an dieser Stelle liefert Asetek das ab, was ich bereits mit meinen Asetek Forte und Invicta Review aufgezeigt habe. Mit meinen in Richtung rauer Performance angepassten Settings spielt die Asetek La Prima Wheelbase all das an das Lenkrad, was ich mir genauso erhofft und erwünscht habe. Die Performance, das Force-Feedback und die Direktheit sind auf allerhöchstem Niveau und werden über den perfekten Quick Release direkt so an deine Hände transportiert. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 19, Fazit und die Kaufempfehlung. In Sachen Preis-Leistung steht für mich das La Prima Bundle aus 12 Newtonmeter Wheelbase und Formula-Lenkrad im Preisbereich von rund um 1000 € und der gegebenen Ausstattung derzeit an der Spitze meiner bisher getesteten Wheelbases. Dies ist wiederum eine klare Kampfansage, an der sich Mitbewerber künftig orientieren müssen. Und Asetek hält das Versprechen, nicht im Innenleben der Wheelbase zu sparen, wenn es um ein günstigeres Produkt wie La Prima geht. An diesem Punkt gibt es für mich keinerlei Unterschiede in Sachen Force Feedback Performance verglichen mit Forte oder Invicta zu bemerken. In Sachen Lenkradportfolio heißt es aber immer noch geduldig sein, wenn du Modelle aus dem Hause Asetek beziehen willst. Im Gegenzug finde ich es gut, dass Asetek Quick Release Adapter für Drittanbieter Wheels pusht und somit unterstreicht, dass die Offenheit gegenüber Mitbewerbern anderen Lenkradmodellen gegeben ist. Das, was Asetek in Sachen Rennstreckenperformance bietet, führt in meinen Augen zu einer klaren Kaufempfehlung. Wie im Disclaimer erwähnt, verdiene ich an Asetek-Käufen von euch keinen Cent, da ich nach wie vor Affiliate-Partnerschaften im Gegensatz zu den meisten anderen YouTubern ablehne. Ich gebe euch nur das wieder, was ich nach vielen Jahren und sehr vielen Testkilometern mit unzähligen Simracing-Peripherieprodukten empfinde. Bitte achtet zu Beginn unbedingt auf die Parameter in der RaceHub Software. Für meinen Geschmack ist das Force-Feedback im Auslieferungszustand immer etwas zu neutral oder zu gedämpft. Ich rate hier auf alle Fälle, die Einstellungen entsprechend eurer Vorlieben anzupassen, um Effekte noch direkter und transparenter und rauer geboten zu bekommen, wenn ihr ähnliche Simracing-Vorlieben wie ich teilt. In Sachen Kosten müsst ihr mit dem La Prima Bundle realistisch budgetieren, da sich der Preis samt Lenkrad, Pedale in Richtung 1500 € subsumiert. Somit spricht Asetek auf alle Fälle Simracing-Fans mit hohen Ansprüchen an, die ein entsprechendes Rig zur stabilen Befestigung in Planung haben. Zusammengefasst kann ich Asetek zum wiederholten Male gratulieren, diese Simracing-Peripherie in kürzester Zeit auf den Markt gebracht zu haben. Preis, Leistung, Performance und Nutzerfreundlichkeit, die stimmen. Ich freue mich auf weitere Peripherie aus dem Hause Asetek, die hoffentlich alsbald den Markt bzw. das Licht der Welt erblicken werden, die ihr dann von heute an in meinem Simracing Testcenter selbst unter die Lupe nehmen könnt und live testen, wie ihr wollt. Alles zum Thema Buchen und Besuchen findet ihr auf meiner Homepage. Nutzt bitte das entsprechende Kontaktformular, der Link, der hängt unterhalb dieses Videos.
vor einem spannenden Ausblick über die geplanten EasyTech Reviews und andere Peripherieseiten und ihr am Zug. Wie gefallen euch die neuen EasyTech La Prima Produkte? Und denkt ihr daran, auf den EasyTech-Zug aufzuspringen? Bitte vergesst an dieser Stelle nicht, meinen Kanal zu unterstützen, da ich ausschließlich auf euren Support angewiesen bin und ich auch in Zukunft keine Affiliate-Links anbieten werde. In diesem Punkt steht meine Meinung, dass sich diese extrem ausführlichen Reviews nur dann für euch lohnen, wenn dies möglichst objektiv geschehen kann und ich euch bei einem Besuch in meinem Testcenter nicht zum Kauf eines bestimmten Herstellers hinberaten werde, weil ich dann im Hinterkopf hätte, etwas dazu verdienen zu können. Kapitel Nummer 20, ein spannender Ausblick. Parallel zu den EasyTech-Testläufen ist bereits der Gamescom und Simracing Expo Besuch gebucht. Weitere spannende Reviews sind bereits in Planung. Also dann, ich bedanke mich wieder mal fürs Dabeisein und den Support in meinem Kanal. Abo und Like freuen mich wie immer und wir sehen uns. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal, euer Ron.